Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, auch egal, dann wisst ihr es jetzt, waren Rita und ich vor kurzem mal an einem heiligen Ort. Es war das Legoland in Günzburg und ja, wir haben dort nicht nur viel Spaß gehabt mit den Attraktionen, sondern wir haben natürlich auch einiges eingekauft. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollten eigentlich dann gleich mal ein Haul-Video machen, denn wir haben ja mehrere hundert Euro dort liegen lassen in Form von Lego-Sets und Steinen, die wir da gekauft haben. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wir sind zu Hause angekommen und haben sofort mit dem Bauen begonnen. Jetzt sind wir auch gerade dabei, Rita ist dort hinten wieder mit dem Strand beschäftigt. Wir haben jetzt gesagt, wir müssen euch jetzt noch schnell, obwohl schon viele Teile verbaut sind, zeigen, was wir so gekauft haben, bevor dann alles verbaut ist. Und deswegen nehme ich euch jetzt schnell mal mit und zeige euch, was wir noch so da haben an Teilen, die noch nicht den Weg in die Stadt gefunden haben. Also zum Einkaufszentrum müssen wir dann kurz noch schauen. Dort sind schon viele Teile verbaut. Das Video über diesen Legoland Fabrikshop hat euch anscheinend sehr interessiert. Dort gibt es wirklich allerhand coole Sachen zu kaufen. Rita hat sich dort spezialisiert auf die Minifiguren. Die sind jetzt nicht alle vom Legoland, aber viele davon. Wir haben euch ja gesagt, es gibt verdammt viele, diese hier sind alle vom Legoland, verdammt viele Lego City Figuren. Das heißt hier diese ganzen Gesichter, diese Torsos und diese Beine, die könnt ihr alle momentan mit Stand Anfang August 2020 im Legoland Fabrikshop finden. Das heißt, hier sind auch sehr viele schöne Frauenfrisuren, die haben wir zum Teil noch gar nicht irgendwo gesehen. Und das Tolle ist, ja, Rita hat die Figuren zum Teil zu Hause auch wieder zerlegt, deswegen sind hier rollende Köpfe und auch teilweise nur Hosen. Ihr könnt euch die Figuren aussuchen und zusätzlich sogar noch ein Accessoire dazu. Das heißt, wir haben hier Shoppingbags, wir haben Gitarren, wir haben diese Ballonhunde, dann gibt es auch dies, statt einer Frisur kann man zum Beispiel diesen Baumstamm nehmen, der ist glaube ich auch relativ teuer auf Bricklink und es sind also wirklich total coole Figuren, speziell auch für unsere Stadt, die wir hier gefunden haben. Hier zum Beispiel dieser Typ mit der Irokese wird sicher auch einen netten Platz in der Stadt finden. Viele der Figuren haben auch Wendegesichter, oh der hier nicht. Aber es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, ein Wendegesicht zu finden. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ungefähr 50 Figuren gekauft, 6 Figuren kosten 10 Euro. Und das ist schon ein ganz netter Deal, wenn man so wie wir einige Figuren braucht. Dann kommen wir zu den Teilen. Wir haben euch ja gesagt, im Legoland ist es im Fabrikshop ein bisschen schwierig. Es ist, je kleiner das Teil oder je leichter, besser gesagt, desto besser, weil 9 Euro pro 100 Gramm nicht gerade günstig sind. Aber wenn wir mal hier in unsere Säckchen hineinschauen, dann seht ihr, was es hier so gibt. Hier haben wir einerseits Fahrräder in Rot, Blau und Weiß. Die kosten dort 1 Euro. Das ist schon, wenn man den Preis mit Bricklink vergleicht, relativ gut. Dann haben wir hier jede Menge Grünzeug gekauft. Das ist auf Bricklink und auch bei Lego direkt immens teuer. Der Vorteil ist, diese Teile sind relativ leicht, dass sie so dünn sind. Wir haben uns jetzt den genauen Teilepreis bei der Fabrik nicht ausgerechnet, aber da haben wir ordentlich zugeschlagen. Dasselbe gilt auch für diese Büsche, die wir in mehreren Farben gekauft haben. Das ist jetzt zum Beispiel dieses helle Lime Green, denn es sollen ja auch noch Büsche in unsere Lego-Stadt kommen. Da haben wir also ganz gut zugeschlagen. Dann geht es weiter mit Zäunen. Die haben wir uns preismäßig jetzt auch nicht im Detail ausgerechnet. Auf jeden Fall sind das die schönen Zäune hier mit diesem Ornament. Die Kamera fokussiert, seht ihr das auch? Die sind nicht besonders schwer, deswegen haben wir uns gedacht, die können wir uns nehmen. Da haben wir also mehr als eigentlich erlaubt war, denn diese Teile sind zum Teil auf 100 Gramm limitiert. Genauso wie diese hier, diese Big Ugly Rock Pieces in dunkelgrau und auch in dunkeltan. Die habe ich sogar bei dieser Waage dort abgewogen. Die kosten pro Stück 63 Cent. Und das ist auf jeden Fall günstiger, als sie bei Bricklink oder Lego direkt zu bestellen. Da haben wir auch eine halbe Tüte, auch die 100 Gramm Limits nicht eingehalten, aber egal.
Dann gibt es hier natürlich diesen Fabrikstein, der sieht momentan so aus. Ihr wisst ja, in der Fabrik ist jetzt wegen Corona alles ein bisschen anders. Man sieht den Film nicht am Anfang und es dürfen nur eine begrenzte Anzahl an Leute rein. Wo war es das? Nein, ein Sackerl ist noch hier. Und Rita, ich brauche bitte deine Hilfe. Die Kamera zu halten und diese Zipbags zu öffnen ist ein bisschen schwierig. Hier sind jetzt nochmal dieselben Zäune in hellgrau, also da haben wir auch ganz schön zugeschlagen. Wir brauchen einige Zäune, um den Vergnügungsparkbereich hier einzuzäunen und auch allerhand, bitte, Frau Assistentin, öffnen Sie mir die Tüten, damit wir hineinsehen können. Das sind also nochmal Blätter in dunkelgrün. Na, da hat sich ein anderes reingeschrieben. Da ist ein anderes dabei. Also wir haben da, wie gesagt, nicht nachgezählt. Wir haben da nach Belieben einfach zugeschlagen. Dann das ist, glaube ich, das Mittelgrün. Das Mittelgrün, ja, genau. Das helle Grün hatten wir ja schon. Das heißt, hier auch eine ganze Tüte. Da sind aber schon einige in der Stadt verbaut worden. Also das ist nicht mehr ganz komplett. Dann haben wir die Büsche noch in dem mittleren Grün. Übrigens, danke für deine Hilfe. Das ist nicht selbstverständlich, aber ihr seht, sie ist stets zu Diensten. Hast du schon die super Frisur hergezeigt, von der ich letztens gesprochen habe? Das ist, glaube ich, eben diese Frisur, die, glaube ich kenne mich nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, Rachel in dieser TV-Friends-Serie hat. Ich habe die Frisur auf jeden Fall auch noch nie gesehen und sie gefällt mir sehr gut. Das ist irgendwie mein Verdacht. Falls es falsch ist, bitte einfach schreiben. Ich weiß es nicht. Aber die habe ich ein paar Mal genommen, denn die ist eben ganz neu. Ja, wir haben euch ja schon gesagt, wir haben zum Teil auch den männlichen Typen Frauenfrisuren aufgesetzt, da wir so wenige Mädelsfrisuren haben. Aber das hat sich ja jetzt geändert. So ein erneuter Blick. Dieses habe ich eigentlich schon hergezeigt. Oder haben wir da zwei Tüten mit den schwarzen Zäunen? Wir haben hellgraue und schwarze. Hellgrau und schwarze. Da sind außerdem nur mehr ein paar drinnen. Also das kann die zweite Tüte gewesen sein. Dann haben wir das Set zweimal bekommen. Ja, wenn man einen gewissen Betrag einkauft, ich weiß jetzt gar nicht wie viel. Ich glaube, das war ab 35, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ab 100 Euro, was wir ja knapp geschafft haben, zweimal, hat man so einen Seifenblasenstab bekommen, über den sich mein Neffe und meine Nichte sehr freuen. Ganz genau. Also sie sind auch sehr nett dort im Legoland. Man bekommt immer wieder was geschenkt ab höheren Einkaufswerten. Wir haben auch noch ein anderes Polybag bekommen für einen Einkauf vor 13 Uhr. Also wenn ihr das zeitlich managen könnt, dann kauft dort vor 13 Uhr ein. Ja, das Tolle ist ja, dass man sich diese Sackerl hinterlegen lassen kann. Das heißt, man kann ja wirklich vor 13 Uhr einkaufen und dann sich das hinterlegen lassen und abholen am Ende des Tages. Ja, genau. Wir haben es dann einfach beim Hinausgehen abgeholt. Und was ist das jetzt noch? Das sind diese kleinen Sets, die nur in der Vitrine sind. Das ist zum Beispiel das Hundeset 3. Und im Hundeset 3 sind eben diese zwei kleinen. Zweimal diese Bulldoggen, die relativ neu sind. Ich glaube, die sind erst 2020 auf den Markt gekommen. Einmal in weiß, einmal in braun. Kannst du dich noch erinnern, was die gekostet haben? Ich weiß gerade bei dem Set, weil ich glaube, das ist das Set mit der Autowerkstatt. Ja, mit dieser Tuning-Garage. Das kommt mir sehr bekannt vor. Der weiße bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo der vorkommt. Da haben wir auf jeden Fall zum Teil gleich 2 oder 3 von diesen Sets mitgenommen. Die haben so immer zwischen 1 und 2 Euro gekostet. Ja. Das war also nicht besonders schlimm. Also das Hundeset 3 war das. Das sieht dann so aus, da muss man dann einfach bei der Kasse bekannt geben, was man gerne haben möchte. Und dann haben wir gesagt, bitte das Hundeset 3-mal oder 4-mal, keine Ahnung. Genau. Rita schaut gerade ins nächste Set hinein. Und da gibt es einen Chihuahua drinnen und der war in diesem E-Auto drinnen, das weiß ich auch noch. Ja, genau, der war auch bei dieser Tankstelle. Genau. Und ein Dalmatiner. Genau. Der ist auch sehr süß. Gut, ja. Das Hundeset 1, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben auch übrigens direkt im Lego City Shop eingekauft. Die Sets, da haben wir für unseren Vergnügungspark das große eingekauft. Ja, also das wiederholt sich. Wir haben dieses Achterbahn, dieses Legoland-Set gekauft.
Dann haben wir diese Drachenburg gekauft und dann haben wir noch diesen Zug gekauft. Den haben wir aber noch nicht aufgebaut. Das ist jetzt wieder ein Tierset. Genau, das ist das Tierset. Mit Spencer, dem Geisterhund, einem Chamäleon und einer Quietscheente. Den haben wir eigentlich nicht gebraucht, weil den haben wir en masse. Aber die zwei fand ich sehr süß und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen das einfach mit. Ja, und speziell solche Tiere sind immer auf Bricklink sehr teuer. Da zahlt es sich auch wenn das Set dann mal 1,50 oder 2 Euro kostet, sowas mitzunehmen. Genau, das ist das Set, das wir auch ein paar Mal haben. Das geht nicht auf. Das Tiere-Set Nummer 2, nämlich mit Chicken und einem Hummer. Ein Huhn und ein Hummer in einem Set, ob sich die beide vertragen, keine Ahnung. Aber wir brauchen noch ein paar Hühner für unseren Bauernhof. Und ja, in irgendeinem Restaurant werden sie dann wahrscheinlich mal viel Hummer essen müssen, denn sonst werden die alt. Also wie gesagt, das wiederholt sich zum Teil. Wir haben da einfach, weil wir die Teile sowieso brauchen, gleich mal gesagt, dass wir das öfter haben wollen. Gibt es noch irgendwas anderes, was du uns noch nicht gezeigt hast? Tierset, Hundeset 3, Tierset 2. Das haben wir sehr oft gekauft. Genau. Ja, wir brauchen es. Ja, dann nehme ich unsere lieben Zuschauer noch schnell mit nach hinten und zeige ihnen was anderes. Gut. Also erstens mal ist das Polybag, welches wir in einem Geschäft bekommen haben, weil wir vor 13 Uhr eingekauft haben. Da ist speziell das Fahrrad sehr cool. Andererseits, ja, die Friends-Figur vielleicht. Die Frisur werden wir verwenden, sieht ganz nett aus. Und dann, die haben wir leider zum Teil hier schon komplett verwendet oder in so Tüten hineingepackt. Wir haben relativ viele Fliesen gekauft, allen voran 1x1er und 1x2er. Also die zum Beispiel, diese 1x1er, die sind alle aus dem Legoland. Und ihr wisst ja, Fliesen, speziell in Grau, sind sehr teuer. Und da kann man dann wirklich ganz gut sparen. Die kosten dann, wenn man es umrechnet, so wahrscheinlich zwischen 2 und 3 Cent. Dieselben haben wir auch noch in, hellgrau gekauft. Also, ich finde es jetzt momentan nicht. Ein paar Jumper Plates. Wasserfliesen hat es dort auch gegeben für Ritas Strand. Und zwar, diese haben wir auch gekauft. Die haben wir auch beim Einkaufszentrum verwendet. Das sind diese dreieckigen, also die so um die Ecke rumgehen. Da haben wir uns für die Verfliesung vom Einkaufszentrum relativ viele gebraucht. Und Rita zeigt gerade noch ihre Wasserfliesen, 1x4er in hellblau. Die transparenten, die sind auch relativ teuer, wenn man die so kauft. Und die brauchen wir ja fürs Meer, für die etwas seichteren Gewässer. Und zu guter Letzt noch einen kleinen Abstecher zu unserem Einkaufszentrum. Erstens mal haben wir jede Menge dieser 1x1 Fliesen in hellgrau gekauft für unsere Verpflasterung beim Gehsteig. Und dann haben wir, die haben wir aber leider alle schon komplett verbaut, diese 1x1er Fliesen in Sandgreen gekauft. Die haben wir bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Da wissen wir auch gar nicht, wie viel die auf Bricklink kosten. Auf jeden Fall sind sie, wenn man sie dann in dieser Legoland-Fabrik kauft, relativ billig. Und die haben wir dann, ich glaube, gleich 1-2 Tage nachdem wir nach Hause gekommen sind, hier alle in diesem Eingangsbereich des Einkaufszentrums verbaut und die sehen eigentlich auch ganz nett aus, finden wir. Ja, nochmal kurz zurück zum Teileshop an sich. Es ist nicht alles billig, was dort angeboten wird. Wir empfehlen euch, schaut euch die Preise am Anfang, bevor ihr hineingeht, auf jeden Fall auf Bricklink und auch beim Lego Pick-a-Brick Store an. Da kommt ihr zum Teil günstiger davon als in der Legoland Fabrik, aber so Pi mal Daumen, alles was klein ist, alles was leicht ist, da kann man schon einen guten Preis machen. Wir haben auch nicht bei jedem einzelnen Teil den Preis vorher gegoogelt. Wir haben dann einfach, ja, auf gut Glück gekauft und eine Handvoll von dem Stein, eine Handvoll von dem Stein genommen. Und wir sind eigentlich ganz zufrieden mit der Ausbeute. Ihr müsst denken, wir in Österreich, wir zahlen oft horrende Versandkosten für Bricklink-Bestellungen und da waren wir froh, dass wir die Teile einfach dort auch in großen Mengen bekommen haben. Denn man kann ja bei Bricklink oft nur so viel einkaufen, wie die Händler haben und dort ist es dann viel einfacher und bequemer, wenn man die Steine auch dann gleich bekommt und sich so eindecken kann.
Mit einem schönen Panoramablick in Richtung Rita verabschieden wir uns. Sie schickt euch ein Küsschen, wie ihr seht. Falls ihr euch fragt, sie baut gerade den Leuchtturm in den Strand ein. Da wird es bestimmt wieder mal ein Update geben. Und wenn ihr hier den Blick mit mir nach rechts schweifen lässt, fällt euch vielleicht was auf. Erstens mal ist hier im Downtown-Bereich die Monorail weg und dafür führt sie jetzt dort hinten in den Strandbereich. Die werden wir auch bestimmt demnächst mal fahren lassen. Also könnt ihr gespannt sein. Bis dahin, ja, stellt euch Fragen, stellt uns Fragen, oder stellt euch sie natürlich auch, wenn ihr wollt. Wenn ihr noch was zum Legoland-Einkauf wissen wollt, und dann sehen wir uns bestimmt demnächst wieder mit einem kleinen Update. Bis dahin, tschüssi!